Willkommen zu Sinomeric Live, Anwendungstechnik leicht verständlich erklärt, unsere Videoreihe mit dem Ziel, Themen rund um die Sinomerik praxisgerecht und mit wenig Zeitaufwand zu präsentieren. Heute mit dem Thema maschinenintegriertes Werkstückmessen beim Dreiachsen-Fräsen. Die Agenda für heute: Wir werden über die Messfunktion der Sinomerik im Überblick sprechen und danach das Werkstückmessen an sich. Und natürlich unser Praxisteil direkt auf einer Fräsmaschine, die Sinomerik-Messzyklen. Beginnen wir mit dem Überblick über die Messfunktion. Und hierbei ist erstmal grundsätzlich klarzustellen, die Messung am Werkstück dient der Bestimmung von Position und Lage des Werkstücks im Maschinenkoordinatensystem und geht nicht vorrangig darum, die endgültigen Maße, Toleranzen oder überhaupt die Maßhaltigkeit des fertigen Werkstückes hier nach der Bearbeitung zu dokumentieren. Dies ist die Aufgabe einer unabhängigen, sprich externen Messmaschine. Und wir unterscheiden beim Werkstückmessen grundsätzlich zwei Betriebsarten. Einmal den Jogbetrieb, das ist der sogenannte Einrichtbetrieb, und zum anderen den Automatikbetrieb, Automatikmodus, je nachdem, das ist das sogenannte Prozessmessen. Vorab noch ein paar Worte zu den Nullpunkten einer Fräsmaschine. Der Maschinennullpunkt wird vom Maschinenhersteller festgelegt und liegt im Ursprung des Maschinenkoordinatensystems unveränderlich fest. Der Werkstücknullpunkt hingegen ist der Punkt, der die Lage des Werkstückes innerhalb des Arbeitsbereiches der Maschine darstellt. Die Maschine weiß somit, wo sich das Werkstück auf dem Maschinentisch befindet. Und dieser wiederum orientiert sich am Nullpunkt, der auf der Zeichnung oder im CAD, am Volumenmodell oder im DXF-Modell festgelegt wurde. Damit gilt er auch als der Ausgangspunkt der Programmierung. Das universelle Handling von Werkstücknullpunkten macht die CNC-Maschine erst richtig effektiv, denn die Reproduzierbarkeit von Arbeitsabläufen ist damit garantiert. Für die Werkstückmessung stehen uns verschiedene Messmittel zur Verfügung. Diese reichen von herkömmlichen, sprich konventionellen Mess- oder auch Prüfmethoden über den analogen Messtaster bis hin zum schaltenden digitalen 3D-Messtaster. Aber völlig egal, für welche Methode wir uns entscheiden, das Ziel ist immer, die Mitte der Frässpindel exakt über eine von uns bestimmte, sprich definierte Werkstückkante zu bringen, zu positionieren. Denn wir möchten ja die Position und Lage des Werkstückes im Maschinenkoordinatensystem der Steuerung übermitteln, damit die Maschine weiß, wo liegt mein Werkstück. Und zur Orientierung bestimmen wir eine Kante. Und die Spindelmitte ist genau die Mitte der Frässpindel, die über der Kante stehen muss. Da kann man mit verschiedenen Methoden vorgehen. Einerseits mit einem Fräswerkzeug, dies muss rotieren. Und man bewegt es langsam ans Werkstück und während es ankratzt, sagt man auch dazu, weiß man, okay, das ist genau der Punkt, wo die Maschine jetzt in Kontakt oder das Werkzeug in Kontakt mit dem Werkstück steht. Diesen Wert übernehmen wir dann per Softkey in den Offset, in das Offset der Maschinensteuerung. Eine weitere Möglichkeit ist so ein Kantentaster. Dieser ist durch Magnet- und Federmechanismus flexibel gelagert und wird in eine Werkzeugaufnahme eingebaut. Und diese Werkzeugaufnahme rotiert auch hier wie beim Fräser. Und während das rotiert und sich dem Werkstück nähert, haben wir hier einen Mechanismus, der dann bei Kontakt rund läuft. Eine unrunde Bewegung wird eine runde Bewegung. Und da weiß man, die Spindelmitte steht exakt in Flucht über der Kante. Der analoge Messtaster, der wird auch in eine Werkzeugaufnahme eingebaut, befindet sich in der Spindel der Maschine, rotiert natürlich nicht, der steht still und während es hier antastet, er ist beweglich gelagert, sowohl in X-, Y-, X+, Y+ und so weiter und natürlich auch in Z, kann man ihn exakt positionieren und auch diesen Wert hat man dann im Offset auf Druck des Softkey-Buttons. Nun, die moderne Variante
ist der sogenannte 3D-Messtaster. Dieser schaltende digitale Messtaster ist sehr berührungsempfindlich. Wenn dieser das Werkstück berührt, löst er einen Kontakt aus und der Wert wird automatisch übernommen. Wobei, man muss natürlich beachten, diese digitalen Messtaster, diese sogenannten schaltenden Messtaster, bedingen eine Vorrüstung, eine Umrüstung der Maschine oder eine Vorbereitung der Maschine für diesen digitalen Vorgang. Das heißt, einfach das Ding in die Spindel rein, das funktioniert so einfach nicht. Man braucht einen Sender und einen Empfänger, um die Kommunikation zwischen dem Messgerät und der Steuerung sicherzustellen. Vor dem Einsatz von Messtastern ist natürlich das Kalibrieren unerlässlich. Das Kalibrieren ist das Eichen des Messwerkzeuges, sprich in dem Fall des Messtasters. Und es spielt keine Rolle, ob das ein schaltbarer digitaler Messtaster oder ein analoger Messtaster ist. In jedem Fall ist sowohl bei der digitalen Version als auch bei der analogen Version extrem wichtig, den Rundlauf der Messspitze, die ja so in der Maschine hängt, hier diesen Rundlauf zu garantieren. Dazu gibt es verschiedene Einstellschrauben. Und natürlich muss man auch den Radiusabgleich machen oder auch den Durchmesserabgleich der Kugel. Und dies erfolgt über einen sogenannten Kalibrierring. Diese Kalibrierringe gibt es in verschiedenen Durchmessern und dieser hier ist auf genau 24,999 mm gefertigt, also im Mikrometer im μ-Bereich. Dieser wird auf den Maschinentisch gelegt und der zu kalibrierende Messtaster wird über und in die Bohrung so per Augenmaß positioniert, das reicht völlig aus. Und dann wird über das Sinumerik-eigene Kalibriermenü der Vorgang gestartet und der Taster tastet verschiedene Punkte des Innendurchmessers an. Da dieser Ring einen exakten Innendurchmesser hat und dieser Messtaster immer einen unterschiedlichen Wert misst, zwangsläufig gilt der Wert des Kalibrierringes. Und dann weiß der Messtaster und die Steuerung sozusagen, was der exakte Durchmesser ist. Dies gilt natürlich auch für den analogen Messtaster, denn hierbei muss auch der Rundlauf eingestellt werden und auch ein Längenabgleich erfolgen, genau wie bei der digitalen Variante. Dieser Längenabgleich erfolgt in internen oder in externen Längenmesseinrichtungen. Das kann ein Werkzeugvoreinstellgerät extern sein oder die interne Werkzeuglängenmesseinrichtung der Maschine. Und besonders hervorgehoben sei nochmal die Bedingungen für das Kalibrieren, die müssen nämlich immer gleich sein. Ganz besonders immer in der gleichen Ebene, G18, G19 oder auch G17 muss das erfolgen. Und natürlich müssen die sogenannten Vorschübe, das heißt die Geschwindigkeiten, in der die Messungen stattfinden, sowohl beim eigentlichen Messen als auch beim Kalibrieren immer gleich sein. Trotz Kalibrierung des Messwerkzeuges haben wir es auch hier mit Messungenauigkeiten zu tun. Zum Beispiel die Geometriefehler in den Maschinenachsen, Rundlauffehler in der Spindel oder Verschmutzung des Messobjektes durch zum Beispiel Späne oder Reste von Kühlwasser und natürlich auch durch Temperaturschwankungen. Man kann also sagen, die erzielbare Messgenauigkeit ist abhängig von der Genauigkeit der Maschine und von der Messgenauigkeit des kalibrierten Messwerkzeuges. Jog und Automatik sind zwei verschiedene Betriebsarten. Jog ist der sogenannte Einrichtbetrieb und Automatik ist das sogenannte Prozessmessen, also das automatische Messen in einem laufenden Prozess. Der Einrichtbetrieb Jog wird dafür verwendet, die Maschine und das Werkstück für die Bearbeitung vorzubereiten. Primär geht es darum, zum Beispiel ein Rohteil im Maschinenkoordinatensystem auf einen speziellen Punkt zu setzen, festzuspannen und diesen Punkt in der Steuerung zu beschreiben. Zum Beispiel mit G54 oder G55 oder G56, je nachdem, welchen beliebigen Nullpunkt man verwenden möchte. Also die Bestimmung der Nullpunktlage im Maschinenraum ist im Jog-Betrieb zu realisieren. Und das Ganze erfolgt, wie gesagt, teilautomatisch. Beim Prozessmessen heißt im Automatikmodus
Ich rufe im laufenden NC-Programm spezielle Messzyklen auf und diese werden dann je nachdem in der Reihenfolge abgearbeitet. Man kann dann zum Beispiel eine gefräste Tasche nachmessen und wenn sie zu klein ist, automatisch das Werkzeug korrigieren lassen und natürlich auch den Nullpunkt korrigieren lassen. Das geht natürlich auch. Das heißt also im Jog-Modus die manuelle Abarbeitung teilautomatisch und im Automatikmodus Prozessmessen im laufenden Programm die automatische Implementierung von Messzyklen. Hier eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden Messfunktionen im Jogbetrieb. Alle Funktionen lassen sich mit einem schaltbaren 3D-Messtaster nutzen, mit einem manuellen Messtaster hingegen nur teilweise. Diese Funktion Kante ausrichten. Dahinter verbirgt sich noch eine weitere sehr interessante Funktion in der Sinomerik, wenn zum Beispiel das Werkstück nicht gerade oder ausgerichtet auf dem Maschinentisch aufgespannt ist, wird einfach eine Kante gemessen und diese Schieflage per Drehung des Werkstückkoordinatensystems softwareseitig verrechnet. In der Betriebsart Automatik, also dem Prozessmessen, stehen uns für die Werkstückmessung 3 Funktionen zur Verfügung. Die eine ist die Korrektur der Nullpunktverschiebung des Werkstückes, das heißt, beispielsweise bei einer automatisierten Zuführung von Rohteilen in den Maschinenraum stellt eine vorab eingesetzte Messung fest, dass das Rohteil auch wirklich an der definierten Position liegt. Die zweite Funktion wäre dann die Korrektur der Werkzeuggeometrie. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Fräsen einer Tasche und durch den automatischen Aufruf des Messzykluses misst der Taster, ob die Tasche die voreingestellte Kontur, die Abmaße auch erfüllt. Wenn diese zu klein ist, wird das Werkstück beispielsweise um den jeweiligen Wert verkleinert und damit nochmal die Bearbeitung gestartet, um die Tasche auf das notwendige Maß zu bringen und die Maßhaltigkeit zu gewährleisten. Die dritte Funktion ist dann das Messen, das einfache, normale Messen, wo ein Messprotokoll ausgegeben werden kann und beliebig abgespeichert wird. Die Übersicht zeigt uns, was wir für Möglichkeiten haben im Automatikbetrieb, um sämtlichen Anforderungen mit einem schaltbaren Messtaster gerecht werden zu können. Und hier die Übersicht über die von Sinomerik unterstützten Formen von schaltbaren Messtastern. Um den Produktionsprozess transparent und durchgängig gestalten zu können, bietet Sinomerik die Möglichkeit, diese ganzen Messergebnisse auch zu protokollieren. Wir haben hierbei die Wahl zwischen einem Anwendermessprotokoll, das ist eine benutzerdefinierte Vorlage, die man auch individuell dann noch ausgestalten kann, oder dem Standardmessprotokoll, eine vorgefertigte Form für jeden Automatik-Messzyklus. Und jede dieser Ausgabeformate lässt sich nochmal unterteilen, entweder in ein Tabellenformat oder in eine Textausgabe. Und wie das Ganze im Detail funktioniert, das sehen wir jetzt in unserem Praxisteil. Wir haben hier unser Werkstück aufgespannt im Schraubstock auf dem Maschinentisch und noch weiß die Steuerung oder die Maschine natürlich nicht, wo es sich innerhalb des Koordinatensystems befindet. Wir müssen jetzt den Werkstück-Nullpunkt setzen und den lege ich einfach in die Mitte der Bohrung. Der kann auch an jedem anderen Punkt liegen, abhängig davon, wo er auf der Zeichnung definiert ist. Wir wechseln jetzt den 3D-Taster in die Spindel der Werkzeugmaschine ein. Und im nachfolgenden Schritt wird der 3D-Taster über der Bohrung positioniert, wo wir den Nullpunkt bestimmen wollen. Hierbei genügt es völlig, wenn man ungefähr die Position in der Bohrung anfährt. Es gibt einen Mess- bzw. Sicherheitsbereich und der ist natürlich auch flexibel einstellbar, sodass er nicht exakt an der Kante anfängt zu messen, sondern entsprechend vorher in den Messvorschub schaltet. Und nun ist wichtig einzustellen, welchen Messmodus man wählen möchte. In dem Fall wollen wir in einer Bohrung messen. Hier wird eingestellt der ungefähre Durchmesser der Bohrung und welchen Nullpunkt wir denn beschreiben wollen. In dem Fall G5.
54. Man hört auch die akustische Rückmeldung, wenn die Messkugel die Wandung berührt. Das ist der Messvorgang und hier steht das aktive Work Offset G54 und die entsprechenden Parameter, was ausgemessen wurde. Und nun ist der Nullpunkt hier im Offset unter G54 beschrieben. Im Automatikmodus, das heißt im Prozessmessen, haben wir die Messzyklen und die Protokollierung des Messergebnisses in ein bestehendes NC-Programm eingefügt, sodass nach dem Zerspannungsvorgang die Messoperation automatisch erfolgt. Hier in diesem Fall wollen wir eine Kreistasche schlichten auf einen speziellen Durchmesser, in dem Fall 32. Dies ist erfolgt. Und nachdem der Fräsvorgang beendet wurde, ist hier ein zwangsweise Halt eingebaut. Das ist der Befehl M0. Das heißt, die Steuerung, wenn die auf diesen Befehl aufläuft, sagen wir, wird sie in jedem Fall stehen bleiben. Denn nach dem Zerspannungsvorgang vor Beginn des eingestellten Automatikmessens muss das Bauteil gereinigt werden von Spänen und eventuellem Kühlwasser. Die Programmstruktur sieht folgendermaßen aus. Programmkopf, der eigentliche Fräs- oder Bohrvorgang, das M0, das stellt, wie gesagt, sicher, dass der auch angehalten wird. Hier wird eingestellt im nächsten Schritt, das Messergebnis soll protokolliert und ausgegeben werden. Einmal wird es damit aktiviert und hier im Darstellungsmodus entweder 8 Sekunden lang nach dem Messvorgang angezeigt oder es wird angezeigt bei NC-Start oder bei einem Alarm. Wir haben die Wahl zwischen dem Standard Messreport oder einem benutzerdefinierten Messreport und es kann immer wieder ein neues Messdokument erzeugt werden oder an einem bestehenden Messdokument hinten angefügt werden. Hier wird festgelegt, wohin dieses Messprotokoll abgelegt werden soll, also der Dateipfad. Und auch hier ist es möglich, den auf dem Server oder an einem beliebigen Ort zu speichern und bitte natürlich auch einen eindeutigen Namen vergeben. Danach kommt der Befehl des Messzykluses, des Aufrufes. In dem Fall, das Werkzeug ist unser 3D-Taster, Standardmessmethode, hier die Position, wo in X und Y die Bohrung sich befindet. In dem Fall ist es 0, 0, also unser Nullpunkt vom Werkstück. Die Messtiefe, das heißt, wie tief der Messtaster in die zu messende Bohrung eintauchen soll. Und hier der Solldurchmesser, der gemessen wird. Nun die Reinigung des Bauteils und danach fahren wir mit der Programmabarbeitung fort. Nach dem Reinigen Türen schließen. Zurück in den Automatikmodus und mit Start das Programm weiterfahren lassen. Der Messtaster wird in die Spindel automatisch eingewechselt und startet selbstständig den Messvorgang. Auch hier unsere akustische Rückmeldung, viermaliges Antasten der Innenwand der Bohrung. Und nachdem dies beendet ist, der Messvorgang wird automatisch für 8 Sekunden eingeblendet. Wir sehen schon, wir haben eine Toleranz von 1,2 Hundertstel Millimetern und danach läuft das Programm selbstständig weiter. In dem Fall ist das Programmende erreicht. Jetzt können wir im Programmmanager in unserem vorgelegten Programmverzeichnis dieses Messprotokoll auch länger als 8 Sekunden anschauen, denn hier ist es als Textfile gespeichert. Wir sehen hier, es soll Durchmesser 32 sein. Es ist, wie gesagt, 1,2 Hundertstel kleiner. Je nachdem, wie die Toleranz auf der Zeichnung angegeben ist, ist es dann innerhalb oder außerhalb der Toleranz.
Das breite Spektrum der Sinumerik-Messzyklen im Fräsen erfüllt alle Anforderungen, die ein Anwender an ein modernes Fertigungsumfeld stellt. Dazu zählen viele Vorteile wie Zeitersparnis durch Rüstzeitenreduzierung, die durchgängige Eingabeunterstützung. Das heißt, im Shop Mill funktionieren die Messzyklen genauso wie im Program Guide auch. Und die realistische Darstellung des Messprozesses in der Sinumerik-Simulation funktionieren genauso im Bearbeitungsprozess. Und die einfache Erstellung und Ausgabe von Messprotokollen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Siemens. Ingenuity for life.